Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ganz Dog Special atypisch sage ich heute nicht sehr viel im Vorwort. Ich weiß, das ist man nicht gewohnt von mir, aber ist nun mal so. Was ich allerdings sagen kann ist, ich bin der Meinung, es zahlt sich für Sie aus, wenn Sie sich dieses Video ansehen. Also, bis gleich. Nun, ich habe mich dazu entschlossen, wieder ein schon mal dagewesenes Intro zu bringen, da dieses am ehesten die Vibes transportiert, welche ich mit meinem Kanal verbreiten möchte. So sehe ich das. Ja. Außerdem basiert es auf einer jetzt erst recht Einstellung meinerseits, liebe Zuseher, denn einige von Ihnen haben das letzte Video Aversiver Hundehalter versus Wattebauschwerfer gesehen und wissen dadurch von einem aktuellen Thema, welches die Welt der Hundefreunde durchzieht, wie ein Tornado. Andere haben mein Video nicht gesehen, wussten über die Sache trotzdem Bescheid. Schlägt ja schließlich Riesenwellen im Netz, dieses Ding. Ne? Über diese Kommentarspalten habe ich im letzten Video auch schon gesprochen. Da wird teilweise jetzt zum Rundumschlag gegen alles, was seinem Hund Kommandos gibt und ihn nicht bei jedem Reiz sofort herunterflüstert und herunterstreichelt, ausgeholt. Ja, aber das war zu erwarten, oder? Also mich hat das nicht überrascht, dass das stattfinden wird. Selbstverständlich bekommt auch die Schutzarbeit am Abrichteplatz, aufpassen, Abrichteplatz, ganz böses Wort, ihr Fett ab. Wie kann es anders sein? Auch das hat mich nicht überrascht. Nun, die Schutzarbeit. Dieser Teil des Gebrauchshundesports, welcher zu den absoluten Lieblings-Highlights unserer Hunde zählte, der wurde uns Österreichern ja, vom grünen Ex-Minister Rauch nach Beratung von Tierschutzorganisationen abgedreht. Organisationen, passen Sie auf, wo Leute dabei sind, die Hunde an Einrichtungen vermitteln, in welche sie durch Schläge auf den Kopf und durch Tritte in die Weichteile versucht, konditioniert zu werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, liebe Zuseher. Aber die sportlich ausgeführte Schutzarbeit, bei welcher die Hunde arbeitend am Beutetrieb ein Höchstmaß an Glücksgefühlen erleben, wird von diesen Heuchlern als Tierquälerei dargestellt. Ja? Jeder einzelne von Ihnen da draußen, der schon mal auf guten Plätzen mit seinem Hund an der Schutzarbeit teilgenommen hat, der weiß ganz genau, was sie da mit den vierbeinigen österreichischen Sportlern an Spaß und Freude weggenommen haben. Ja, und genau das kommt dabei raus, wenn Leute mit absolut keiner Ahnung zur Materie, aber mit viel Meinung dazu Entscheidungen treffen können. Genau das ist so. Ja. Doch Not macht erfinderisch, wie wir wissen. Und ich weiß von österreichischen Hundeclubs, welche die Schutzarbeit mit ihren Hunden im benachbarten Ausland weiter trainieren. Somit schlagen auch heute noch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes österreichische Sporthunde vor Freude Saltos, wenn sie den Figuranten mit den Schutz ansehen. Und somit können auch heute noch einige österreichische Hundeclubs an internationalen Turnieren teilnehmen und den Konkurrenten das Fürchten lehren. Denn wir haben ganz traditionell in Österreich einige der besten Hunde der Welt. Das ist nun mal so, das kann man nicht wegleugnen. Ja, und deswegen wieder dieses Intro heute mit der Einstellung jetzt erst erreicht. Und dieses Intro wird jetzt länger auf Dog Special erscheinen. Nun zum heutigen Video. Ja, und bevor ich in dieses heikle Thema einsteige, möchte ich eines ganz klar sagen und betonen. Ich habe sehr großen Respekt vor allen Menschen, die sich der Arbeit mit verhaltensauffälligen Hunden widmen. Ja, dieser Job ist emotional extrem fordernd,
fachlich höchst anspruchsvoll, häufig gefährlich und verdient ganz klar vollste Anerkennung. Trotzdem sollte man ehrlich und differenziert über dieses Thema sprechen und genau das möchte ich heute hier tun. Problematisches Verhalten bei Hunden, das kann so viele Ursachen haben, wissen wir. Was ist das überhaupt? Nun, alles, das zu schweren Problemen in der Gesellschaft führen kann. Denn in dieser hält sich im Normalfall der typische Haushund auch auf, oder? Ja. Für viele ist ein stark ausgeprägter Jagdtrieb ein problematisches Verhalten. Für mich ist es das nicht. Auch Vito hat einen starken Jagdtrieb. Ich versuchte einige Zeit lang dagegen vorzugehen. Ist mir nicht gelungen. Habe dann seine Ausrüstungsgegenstände an diese Einstellung seinerseits angepasst, was ihm weiterhin einen großen Bewegungsradius ermöglicht. Wir zischen durch die Wälder, aber ich kann ihn am Feld nicht mehr frei laufen lassen. Da er beim Sehen eines Rehs oder eines Hasen gern mal den Gehorsam vergisst und sich dem Jagdtrieb widmet. Ja, und wenn ich da nicht aufpasse, mein Hund ist blitzschnell und sehr geschickt beim Jagen. Ja, dann reißt er mir ein Reh oder einen Hasen. Das möchte ich natürlich nicht. Und selbstverständlich will ich auch Schwierigkeiten mit der Jagdgesellschaft aus dem Weg gehen. Ja. Andere Menschen sehen das aber als sehr stark problematisches Verhalten bei ihren Hunden an. Die wollen ihre Hunde weiterhin frei laufen lassen können, auch am Feld, und arbeiten dann dagegen. Ist so, ja. Andere Leute sehen ein problematisches Verhalten in der Abneigung ihres Hundes gegenüber Artgenossen. Auch Vito zeigt eher Abneigung fremden Rüden gegenüber. Ist es für mich ein Problem? Für mich ist es keins. Ja. Er liebt Hündinnen und er liebt Welpen. Wenn wir auf eine Hündin oder auf einen Welpen treffen, kann ich ihn jederzeit von der Leine lassen. Hier erfolgt dann zumeist ein herzliches Spiel, aber immer ein freundliches Guten Tag. Bei Rüden sieht die Sache anders aus. Ist für mich aber kein Problem, denn mein Hund ist gesichert. Ein Problem wird's, wenn andere Menschen auf ihre Rüden nicht aufpassen und sie ungefragt in uns hineinlaufen lassen. Ja, doch für viele Menschen ist es ein Problem, wenn ihre Hunde Artgenossen gegenüber unverträgliches Verhalten zeigen. Da diese Leute gerne einen allgemein verträglichen Hund besitzen würden, der auch in Hundefreilaufzonen mit allen harmoniert. Ja, und dann beginnen sie dagegen vorzugehen und oft jahrelang dagegen zu arbeiten. Ja. Doch, aufpassen. Die Schwergewichte problematischen Verhaltens bei Hunden, Aggression oder Tötungsabsicht Menschen gegenüber oder das Superschwergewicht, aufgepasst, generelle Tötungsabsicht gegen Menschen, auch gegenüber dem Besitzer. Und dass das existiert, wissen wir. Und genau um dieses Superschwergewicht geht es heute in diesem Video. Halten Sie sich in diesem Beitrag immer die Bezeichnung latent vor Augen, liebe Zuseher, denn die Bezeichnung hat das meiste Gewicht in diesem Video. Ne? Noch was. Ich bitte Sie, nicht vorschnell zu urteilen, wenn Ihnen nicht gefällt, was ich sage. Ja? Denken Sie genau über das hier von mir Gesagte nach. Ja? Ich bitte Sie darum. Ja? Und hier beginnt mein persönlicher kritischer Punkt. Legen wir los. Ich weiß, dass in diversen Einrichtungen versucht wird, Hunde, die generelle Tötungsabsicht Menschen gegenüber zeigen oder schon gezeigt haben, dass dort versucht wird, die Hunde so weit umzudrehen, dass sie nach Therapie per Weitergabe in natürlich sehr erfahrene Hände wieder halbwegs normal funktionieren. Und genau das ist bei den von mir so bezeichneten Superschwergewichten meiner Meinung nach ein an fast schon Fahrlässigkeit grenzendes Problem. Ja. Ich werde mich diesbezüglich noch genügend in diesem Video erklären. Ja. Liebe Zuseher, einen Hund bringen Sie nicht zur Vernunft. Ja. Ein Hund kann nicht bei
wie wir Menschen moralisch abwägen, nicht bewusst einsehen, dass ein Verhalten falsch oder gefährlich ist. Das kann ein Hund nicht. Ja. Das Hundegehirn arbeitet nicht logisch, sondern emotional, assoziativ und reizgesteuert. Das habe ich schon früh gelernt. Ich habe zu Zeiten, als ich noch am Platz Hunde trainierte, auch häufiger mal so Theoriestunden eingebaut. Da habe ich mir immer Notizen gemacht, etwas gelernt, da. Und eben diese Begriffe, auch das, was ich Ihnen eben erzählt habe, stammt noch mehr aus meinen alten Notizen. Das habe ich mir gestern alles wieder rausgekramt, nochmal drinnen herumgeguckt, damit ich mir das alles wieder in Erinnerung rufe. Ja. Training oder Therapien, die basieren nicht auf Einsicht, sondern auf Reizverknüpfung. Wir versuchen dabei nicht Hunde zur Vernunft zu bringen, sondern sie in die richtige Richtung zu lenken. Wir verändern Reize, koppeln sie mit anderen Reizen, schwächen Auslöser ab oder überlagern sie. Und so geht man das mit Hunden an. Ja. Man könnte auch sagen, wir versuchen das Hundegehirn auszutricksen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Aber so läuft das ab. Ja. Ein bestimmter Reiz, ein Mensch oder eine Bewegung oder eine Situation wird durch Training dann vom Hund neu bewertet, ja, weil sein Nervensystem gelernt hat, anders darauf zu reagieren. Ja. Und das Ganze kann auch sehr gut funktionieren, solange auch immer die Rahmenbedingungen stimmen. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt, liebe Zuseher, denn die ursprünglichen Reizlagen, die verschwinden nicht. Passen Sie auf. Sie werden zwar kontrolliert, gemanagt und gedämpft, aber sie bleiben immer latent vorhanden. Das kann man nicht wegtrainieren. Das ist nun mal so. Das bedeutet, unter Stress, Überforderung, Schmerz, hormonellen Veränderungen oder durch menschliche Fehler können diese Reize jederzeit beim Hund wieder aktiviert werden. Völlig egal, welcher Weltmeister Hundetherapeut an ihrem Hund gearbeitet hat. Ja. Das ist nun mal so, leider. Ja. Oft reicht ein Moment, eine falsche Einschätzung, eine ungewohnte Situation und die Hütte brennt wieder lichterloh. Ja. Und hier möchte ich differenzieren. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob in solchen Momenten stärkster Jagdtrieb oder Aggression gegenüber Artgenossen wieder mal guten Tag sagt, oder ob die generelle Tötungsabsicht Menschen gegenüber ins Horn bläst. Verstehen Sie, was ich meine? Schauen Sie, dass es genug Hunde gibt, wo der charakterliche Zug längst abgefahren ist. Das wissen wir. Hunde, die nur mehr unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen zu betreuen sind. Viele Einrichtungen sagen dann, nein, den kann man nicht mehr abgeben, egal an wem. Ist so. Doch es gibt auch Leute, die solche Hunde betreuen und genau das versuchen. Passen Sie auf, ich spreche hier nicht von Hunden, die aus Defensivgründen zugebissen haben. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ja. Ich spreche von Hunden, die sich zum überzeugten Menschentöter entwickelt haben. Arme Hunde sind das, die ja nicht grundlos so geworden sind. Schauen Sie, glauben Sie mir, ich bin der Erste, der versteht, dass man solchen Hunden helfen möchte. Ja. Versuchen möchte, sie so weit wieder hinzubiegen, dass ein sehr hundeerfahrener Einzelmensch ihnen wieder ein schönes Leben bieten kann. Ich verstehe das. Ich bin der Erste, der das versteht. Doch ich garantiere Ihnen, dass von jedem dieser Hunde, die ich hier als problematische Superschwergewichte bezeichnet habe, bis an ihr Lebensende potenziell hohe Gefahr ausgeht. Egal von wem der trainiert oder therapiert wurde. Das garantiere ich Ihnen. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich hier einen Chihuahua aufnehme oder einen Hund. Sie verstehen schon, was ich meine. Nichts gegen Chihuahuas, das sind ganz tolle Hunde. Ja. Was macht man also mit solchen Hunden? Sie im Stich lassen, ihnen gar das Leben nehmen. Liebe Zuseher, diejenigen, welche meinen Kanal schon länger kennen, wissen ganz genau,
Wenn es in meiner Macht läge, würde ich alle armen, ob körperlich oder psychisch gestrandeten Hunde dieser Welt retten. Das würde ich tun, glauben Sie mir das. Ja. Ich liebe diese Tiere über alles. Die meisten von Ihnen wissen das. Und auch keiner dieser Superschwergewichte, wie ich sie nenne, wurde aus berechnender Bösartigkeit so, wie er ist. Das weiß ich. Ja. Da steckt überall ein trauriges Schicksal dahinter, ganz klar. Und nochmal, ich verstehe zu 100%, dass man auch diesen Hunden wieder ein Leben schenken möchte. Doch hier sollte man meiner Meinung nach vernünftig sein. Auch wenn einem der Hund noch so leid tut. Vernunft bedeutet, die Grenzen dessen zu erkennen, was möglich ist. Kann man solch einen Reiz ruhend schalten? Ja, das können gute Leute. Ja. Können sie ihn völlig deaktivieren? Nein, das kann niemand auf dieser Welt. Ja. War ein Hund einmal auf solchem Level, ja, ist der Reiz permanent latent. Latent, diese Bezeichnung steht für vorhanden, aber noch nicht in Erscheinung treten. Aber die meisten von Ihnen wussten das natürlich. Ja. Das soll in keinster Weise von mir als kaltherzig oder hartherzig verstanden werden. Liebe Zuseher, ich bitte Sie nochmal genau darüber nachzudenken, über das, was ich hier gesagt habe. Ja. In einer besseren Welt wäre es eine Alternative, all diese super Schwergewichte in genau für solche Fälle spezialisierte große Einrichtungen zu bringen, wo geringe Risikofaktoren herrschen, ja, wo sich Top-Leute mit großem Herz für Hunde um sie kümmern und ihnen noch ein halbwegs würdiges Leben schenken. Das wäre in einer besseren Welt der Fall. Und in einer perfekten Welt gäbe es solche Hunde gar nicht, weil es keine Besitzer gäbe, die ihre Hunde derart charakterlich zertrümmern würden. Ja. Das ist die perfekte Welt. Aber in der realen Welt ist es meiner Meinung nach ein Fehler, zu versuchen, Hunde mit gewissem Level wieder rauszuputzen. Ja. Und häufig quatsche ich Ihnen auf meinem Kanal ja die Ohren voll mit Tipps, die dafür sorgen sollen oder Ihnen dabei helfen können, dass Ihr erster Hund charakterlich niemals in die Nähe solch eines Superschwergewichts kommt. Ja, deswegen erzähle ich ja das immer alles. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich alles hier mache. Ja, weshalb dieser Kanal Dog Special existiert. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Abschließend möchte ich mich noch einmal an alle Personen und Einrichtungen wenden, die bei der Arbeit mit und der Betreuung von Problemhunden direkt an der Front stehen. Ja. Sie wissen, dass das nicht im geringsten eine Schuldzuweisung von mir war. Das war nur meine Wahrheit in Bezug zur Zukunft ganz bestimmter Hunde. Ja. Ich weiß, Sie haben einen der schwierigsten Jobs in der Welt der Kynologie, körperlich und geistig extrem aufreibend. Viele von Ihnen opfern sich regelrecht auf, um Hunden zu helfen, und die meisten von Ihnen haben mehr Gefühl und Wissen im kleinen Finger über Hunde als andere Menschen im ganzen Körper. Auch das weiß ich. Ja. Ich habe allergrößten Respekt vor den meisten von Ihnen. Ja. Da ist das Herz und auch die Kraft am rechten Fleck. Ja. Noch was. Für alle, die über den Hundesport schimpfen, aktuell ganz heftig, ja, schimpfen wie die Rohrspatzen und in irgendeiner Form, sei es auch via Petition ein Teil des Schutzhundesportverbotes in Österreich sind. Ja. Ich soll Ihnen etwas von den tausenden Hunden, denen Sie mit Ihrer Ideologie so viel Spaß gestohlen haben, ausrichten. Passen Sie auf. Ja, so viel dazu. Nun, etwas schwere Kost heute wieder gewesen. Ne? Musste sein. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.